5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And liftoff. Go SpaceX, go Astra 1P. Vehicle pitching downrange. I'm Brady Spinrath, Manager of Product Marketing, and today I'd like to tell you the SES story. Having worked for SES for 10 years, I'm proud to share a bit of our history today. Some of you may not be aware of SES's more than 3-decade story as a pioneer in the satellite industry, and how that history informs what we're doing today, and also our plans for the future. To tell the SES story, I thought I would put our history on a timeline, starting with our founding in 1985. SES was founded in Luxembourg in 1985, but it wouldn't be until 1988 that we launched our first satellite, Astra 1A. Astra 1A was our first geosynchronous satellite designed for broadcast television over Europe. Starting with that first satellite, Astra 1A, SES experienced quick growth, delivering television services across Europe. And in 1991, SES was a pioneer in satellite co-location, or effectively stacking satellites in a single orbital location to deliver even more capacity to the same area. As we would launch new satellites, we had television companies from across Europe sending representatives to physically line up at our headquarters in Luxembourg to try to be the first to get on the new satellite and buy capacity before their competitors. 2001, SES made its first major acquisition, purchasing Americom from General Electric in the United States to expand its market from Europe and into the Americas. In 2006, SES was ready to make its second major acquisition, acquiring a Dutch company called New Skies. Now, with the assets of New Skies, Americom, and SES combined, the new SES could reach 99% of the world's population with satellite connectivity. In 2007, a new company was founded called O3B Networks. So I'm going to give them a bit of a parallel timeline for you. O3B Networks was founded with an idea of, instead of launching communication satellites into geosynchronous orbit, as SES and every other satellite company had done it so far, O3B Networks would launch satellites into the medium Earth orbit, or MEO. The idea was that satellites at a lower orbit would be able to deliver better signal strength to the Earth and have lower latency. And so the name O3B came from the idea that these satellites could reach the other 3 billion individuals on the planet who currently weren't connected to the internet. And in 2009, SES decided to invest in O3B Networks. Now for SES, the period of 2009 to 2013, we saw growth in both our networking services, but also the advent of high definition, or HD services, ruling TV. So this was kind of the era of HD+. We launched HD channels across the world, launched a product called HD+ to provide those channels in an over-the-top or on-demand services as well. That culminated in 2013 with the first Ultra HD channel launched over a satellite by SES. Now in the meantime, O3B Networks continued to innovate and to improve their services, to continue to conceptualize the idea of launching services from the medium Earth orbit, and in 2014 became the first company to launch and deliver services from satellites and medium Earth orbit. At this point, the MEO satellite started commercial service and were an immediate success. In 2016, SES made the decision to finalize its investment and fully acquire O3B Networks.
SES wanted to add the MEO assets to its fleet and develop the world's first multi-orbit satellite communications network. So you'd have the best of the geosynchronous wide coverage, perfect for broadcast and for VSAT networks, and the O3b network's medium Earth orbit, perfect for high throughput, low latency applications. On March 30th, 2017, SES became pioneers once again, and we were the first company to launch our satellite SES-10 into space on a flight-tested or reused Falcon 9 rocket, the first of its kind to ever launch into space and land safely on Earth once again. In the meantime, SES continued to grow its high-throughput satellite business and GEO and its medium Earth orbit business. In 2022, SES launched its first satellites in the O3b mPOWER network, the second generation medium Earth orbit satellites, building on the commercial success of O3b networks to deliver even more throughput and higher flexibility to an all-new generation of interconnected satellites in medium Earth orbit. In 2022, we had another major milestone in SES's history, and we acquired the company DRS, a government satellite solutions provider, and we formed a new company called SES Space and Defense. With the assets of DRS, SES, and O3b all in one house, we're able to deliver the cutting edge of reliable satellite communications to government customers all over the world. And here we are in 2024. I want to talk about how SES's rich history informs what we're working on right now. Today, we continue that spirit of innovation. Here are 4 examples. In 2024, we'll have start of service on O3b mPOWER, launching a new era of ultra-high throughput, low latency connectivity for our customers around the world. With an increase in throughput and highly flexible connectivity, we're working with partners to launch private 5G deployments across the globe. As the first satellite system tested and proven to work flawlessly with 5G as a last mile network, Industry 4.0 and Internet of Things applications to places where those were never thought possible. As part of SES's commitment to innovation and partnership, we recently announced that we will partner with Starlink to bring together their low Earth orbit constellation, our medium Earth orbit constellation, and our geosynchronous satellites into one solution for the cruise industry. And one of the exciting new developments leveraging the flexibility and throughput of O3b mPOWER is our Comms on the Pause service, which is a portable, high throughput service. Even our sports and events and media and broadcast customers can leverage the flexibility of O3b mPOWER with our Comms on the Pause product to manage content in 4K or even 8K resolutions from anywhere in the world. To conclude the SES story, a look at our future requires a look at our past. We've had a history of innovation and partnerships to deliver unique experiences to end users around the world, and we want to continue that journey with you. Partnerships make it happen, and that's the reason we can deliver unprecedented content and connectivity around the globe. So if you're ready to learn more, please visit us at ses.com. Thank you. Da Bolívia e do Brasil. This is the one you set for TV Global. Yes. Okay. Both, they are the Main and backup? Yes. Telemundo? O esporte já é importante no Brasil e o futebol ele traz algo de essencial, acho que na família do brasileiro, ele já nasce respirando futebol. De manhã a gente tem um jornal, né, uns jornais de manhã que começam das 4 horas até mais ou menos umas 8, e toda hora a gente tem esporte. Então, brasileiro, se você não falar do esporte brasileiro, eu acredito que a gente não vive.
Nós temos a nossa TV por satélite, graças a Deus podemos assistir aqui, que pode assistir com uma qualidade muito boa, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. A gente tem o privilégio de estar aqui, reunido na casa de um dos irmãos do meu irmão, né, um dos meus irmãos aqui, e a gente está com a família toda aqui para assistir o jogo do Brasil e Bolívia, e que dê Brasil! Nós somos felizes porque nós temos um ao outro do lado. Pretty smooth throughout the flight. There's some storms off to the coast where the ceilings are right now at IFR. Flying's always been exciting. Just the other week, flying through overcast day, snowy out of the Northeast. You get on top of the clouds, it's a beautiful sunny day. That to me as a kid, as an adult, that's always been the coolest thing. As a beginning private pilot back in the day, pretty much dialing up with a dial-up modem through a phone system, looking at the weather and then printing it out at home, driving to the airport and then flying your trip. And that weather may have changed the time that you took off and definitely took off by the time you landed. And now you're getting that current weather as you go. Nowadays with connectivity, our passengers expect and demand it to be working on all of our trips. Having the connectivity in the aircraft, it just really opens up the world as a pilot. You're able to stay ahead of weather and get the sense of the big picture of how things are developing. And ultimately that affects our passengers, that we can give them better customer service. We know if there's any delays coming up. We know if we're maybe gonna have to slow down or speed up due to weather or turbulence. Our passengers count on it. They count on being able to do work in their aircraft. So if we wanna give the best world-class service, we need to make sure that that is reliable. Ultimately, I'm getting enjoyment of also getting my passengers to their destination. And again, you see it on their faces, you see it when you get them there on time or early, and it's just a great job satisfaction. So it looks like the weather's okay, the briefing is complete, and we've checked to make sure that the internet works properly today.
when I started sailing in 1984. Before we had internet, we still had a lot of letter writing to do, which sometimes was taking more than a month before it was really reaching home. The other opportunity that you had was to call from the ship via the radio. This was a very expensive solution and was only done if really something was happening in the family. A few years ago, I was just on board for maybe 14 days when I got message from home that my wife became very sick and she had to be hospitalized. And at that moment, you don't want to try 10 times to make connection. You want to have internet connection on the spot so that you feel that you can get the information that you need, just not to feel desperate. Why am I so far away from home and what am I doing here? And at that moment, internet is putting you in a position where you can still, even at long distance, feel that you have the connectivity that you need. Now with the internet, everything is becoming much better. I am a project director of the Mirador Basin Project. I've been working in the Mirador Basin for 40 years and working in 51 ancient cities. These are the largest ancient cities in the Western Hemisphere. We have the largest pyramids in the world. We have the tallest pyramids in the Americas. We have the first freeway system in the whole world. We're nearly 100 miles from the nearest town. So as a result, we're isolated. We have the unique opportunity to save this. And we can do it by exposing art and architecture from thousands and thousands of years ago that will justify the conservation through ecotourism. Before we had satellites, we had radios, and only occasionally did we even get a signal out. Satellite technology has served a huge role in being able to divulge this information to the outside world, have that contact for solicitation of scientific documents or sending out photos that are crucial for our specialists to analyze. The satellite technology lets us analyze data in real time. We're able to compare and analyze data at the speed of light. It allows us to exchange information with other scholars from all over the world. It allows us to have medical consultations. For example, we've had a rock fall off a pyramid and break the ribs and pelvis of one of our workers. We're able to get that technology out, send them for the helicopters, get these people the medical attention they need. No matter what the weather is, no matter what the environmental and atmospheric conditions are, we're able to get messages in and out. It allows us to have that contact with the outside world in spite of our remote and difficult circumstances. It opens up a whole new world.
We're all connected in highly intricate ways. Whilst the single act of one may seem insignificant, even the smallest can ripple far beyond the reach of anything that could have been predicted. A chance encounter, a shared story, a new idea. At SES, we share a vision with our customers and partners to deliver content and connectivity solutions to communities and businesses in a lasting and meaningful way. Improving digital inclusion, connecting the unconnected, enabling shared experiences. Because what truly matters at the end of the day is the positive impact you have on others in our shared world. We do the extraordinary in space to deliver amazing experiences everywhere on Earth. Sputnik, der erste künstliche Satellit, wurde 1957 von den Russen ins All gebracht. Seine Akkus hielten 22 Tage. 3 Monate später stürzte er zur Erde. Die Amerikaner wollten dem nicht nachstehen und entwickelten den ersten Kommunikationssatelliten. Sein Name Project SCORE. Aus heutiger Sicht war SCORE äußerst primitiv. An Bord hatte er 4 Tonbandgeräte, die von der Erde aus bedient werden konnten, um Botschaften aufzunehmen und abzuspielen. Seitdem hat sich die Satellitentechnik ständig weiterentwickelt. Aus Tonbandgeräten am Himmel wurden Reflektoren, die Live-Signale senden und empfangen konnten. Wenig später wurden Satelliten mit Solarmodulen zur Stromerzeugung ausgestattet. Jetzt konnten Signale klar und deutlich empfangen und weitergeleitet werden. Das Satellitengeschäft begann zu boomen, da es schlagartig diverse militärische und zivile Kommunikationsprobleme löste. Die wichtigste Aufgabe eines Kommunikationssatelliten bestand seit jeher darin, Botschaften zu senden. Satelliten werden immer dann eingesetzt, wenn große Gebiete flächendeckend mit Signalen versorgt werden sollen. Das ist einfacher und kostengünstiger als Kabel zu verlegen. Ein Satellit bietet zudem mehr Bandweite und deckt eine größere Fläche als eine herkömmliche Antenne ab. Ein Satellit funktioniert tatsächlich wie eine sehr hohe Antenne. Eine 36.000 Kilometer hohe Antenne. Die ersten Satelliten waren wie gigantische Reflektoren. Dabei sendete ein Transmitter, beispielsweise aus Berlin, Signale, die sich wie kleine Wellen in einem Teich Richtung All bewegten. Auf ihrem Weg nach oben wurden sie immer schwächer. In 36.000 Kilometer Höhe prallten die mittlerweile sehr schwachen Signale von der Satellitenantenne zurück zur Erde. Auf der Erde wurden sie von einem Receiver empfangen, elektronisch verstärkt und weitergesendet. Diese sogenannte passive Spiegeltechnik wurde bald von der Transpondertechnik abgelöst. Transpondertechnik bedeutet, der Satellit empfängt ein Signal und sendet es selbst zurück zur Erde. Den Strom dafür erhält er durch seine großen Solarmodule. Das Signal breitet sich dabei so schnell aus, dass Telefonie, direkte Datenkommunikation und weltweite Live-Übertragungen möglich sind. Und da der Satellit das Signal verstärkt, erhält man einen erstklassigen Empfang innerhalb des riesigen Übertragungsgebietes des Satelliten. Deshalb sind die Satellitenschüsseln, mit denen Signale gesendet und empfangen werden, viel kleiner. So klein, dass sie auf ein gewöhnliches Einfamilienhaus passen. Das nennen wir Satellitendirektübertragung. Es gibt sogar Schüsseln für Fahrzeuge oder Koffer. Sie werden von Notfalldiensten oder Journalisten in abgelegenen Gegenden genutzt. Wie bekommt man einen Satelliten überhaupt in die Umlaufbahn? Einen Satelliten ins All zu befördern, dauert nur wenige Stunden.
Aber hinter jedem erfolgreichen Start stecken 2 bis 5 Jahre Planung. Sobald ein Satellit seine Umlaufbahn erreicht hat, lässt er sich nur noch schwer reparieren. Und im All wird auch das widerstandsfähigste Material aufs Äußerste beansprucht. Die Temperaturen schwanken zwischen plus 150 und minus 150 Grad. Außerdem besteht die Gefahr, dass Mikrometeoriten und Weltraumschrott mit dem Satelliten kollidieren. Indem man die Gegebenheiten im All während der Konstruktionsphase simuliert, kann man Schwachstellen ausmachen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Wir starten unsere Satelliten mit Hilfe von Dienstleistern. Die Startplätze liegen auf der ganzen Welt. In Französisch-Guyana, in Kasachstan und Cape Canaveral. Beim Satellitenstart erzeugen Triebwerke bis zu 1000 Tonnen Schubkraft. Während die Rakete aufsteigt, werden Teile von ihr abgeworfen. Das spezielle Startprofil, das heißt, was wann abgeworfen wird, wird genau beobachtet und ist abhängig von der jeweiligen Mission. In der letzten Flugphase befördert die Raketenspitze nur noch den Satelliten und seine Transponder, Antennen, Solarmodule und Triebwerke. Sobald der Satellit seine Position in der Umlaufbahn erreicht hat, lässt das Kontrollzentrum die Solarzellenpaneele entfalten. Die Paneele können 20 bis 25 Meter breit sein. Danach überprüfen Ingenieure alle Systeme auf ihre einwandfreie Funktion. Anschließend werden die Bordtriebwerke gezündet und der Satellit in seine exakte Position gebracht. Nun kann er mit seiner täglichen Arbeit beginnen. Die Lebensdauer eines Satelliten beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Danach ist sein Treibstoff aufgebraucht. Würde man einen ausgedienten Satelliten dort oben lassen, könnte er um den geostationären Bogen abdriften und andere Satelliten gefährden. Um das zu vermeiden, gibt das Kontrollzentrum dem Satelliten einen letzten großen Schub und befördert ihn in eine höhere Umlaufbahn. Dort geht keine Gefahr mehr von ihm aus. Wie bleibt ein Satellit in seiner Umlaufbahn? Was hält ihn da oben? Antworten auf diese Fragen finden sich in den Überlegungen zur Gravitation, die Isaac Newton erstmals vor 400 Jahren anstellte. Newton erklärte, dass Äpfel, die von einem Baum fallen, von derselben Kraft angezogen werden, die den Mond in seiner Erdumlaufbahn hält. Diese Kraft nannte er Gravitation. Wenn man einen Apfel in die Luft wirft, zieht ihn die Gravitation zurück zur Erde. Wenn man einen Apfel kräftig genug werfen würde, könnte er so eine Bahn einschlagen, bevor er im Weltall verschwände. Würde man den Apfel nicht ganz so kräftig werfen, würde er nicht davonfliegen, sondern in eine elliptische Umlaufbahn eintreten. Die Gravitation zieht ihn in Richtung Erdkern. Seine Eigenbewegung lässt ihn weiter im Kreis fliegen. Wenn die Geschwindigkeit eines Objekts schnell genug ist, fällt der Erdhorizont unter ihm schneller, als es selbst Richtung Erdkern fällt. Das Objekt fällt also ständig um die Erde herum. Diese kontinuierliche Bewegung nennt man Umlaufbahn. Mit Hilfe kleiner Raketen kann man die Laufbahn justieren und aus der Ellipse einen perfekten Kreis machen. Der Satellit befindet sich dann in einer kreisförmigen Umlaufbahn. Und was, wenn man viele Äpfel ins Weltall schleudern würde? Äpfel, die man besonders kräftig werfen würde, würden weit hinausgetragen werden und in eine langsame Umlaufbahn eintreten. Äpfel, die sich in einer näheren Bahn befänden, wären schneller. Wenn man es genau richtig macht und einen Apfel rund 36.000 Kilometer hoch über den Äquator befördern würde, würde sich der Apfel in exakt derselben Geschwindigkeit bewegen wie die Erde. Dies nennt man geostationäre Umlaufbahn. Von der Erde aus betrachtet scheint der Satellit stillzustehen. Eine große Hilfe für Wissenschaftler und Ingenieure, da sie immer genau wissen, wo sich der Satellit befindet. Wir nutzen all diese Prinzipien, um Satelliten in eine geostationäre Umlaufbahn zu bringen. Von dort aus können sie Signale fürs Fernsehen, Internet und viele weitere Angebote weiterleiten. Die von uns ins All gebrachten Satelliten befinden sich in einer 150 Kilometer breiten virtuellen Box, knapp 36.000 Kilometer über dem Äquator.
Wenn man nun mehrere Satelliten innerhalb der gleichen Box positioniert, bilden sie eine Gruppe im geostationären Umlauf. Sie sind ähnlich weit von der Erde entfernt und bewegen sich ähnlich schnell. Diese Gruppierung von Satelliten bezeichnen wir als Co-Location. Der Platz im Weltall, in der sich die Co-Location-Satelliten befinden, nennt sich Orbitalposition. Sollte es bei einem Satelliten zu einer Störung kommen, können andere Satelliten in der gleichen Orbitalposition für ihn einspringen. Solch ein System ist nicht nur zuverlässig, sondern bietet auch eine hohe Übertragungskapazität für eine Vielzahl von Sendern und für Leistungen, die mehr Bandweite benötigen, wie etwa Ultra-HD-TV. Alle Sender, die auf Satelliten in der gleichen Orbitalposition übertragen werden, ergeben zusammen eine Sendernachbarschaft. Der Vorteil für den Fernsehzuschauer: mit nur einer Satellitenschüssel auf dem Dach kann er Sender von mehreren Satelliten empfangen. In Kontrollzentren auf der ganzen Welt sorgen hochqualifizierte Ingenieure dafür, dass die Satelliten auf ihrer genauen Position bleiben. Unsere gesamte Satellitenflotte besteht aus mehreren Orbitalpositionen, die bis zu 8 Satelliten beinhalten. Bei jedem Satelliten müssen zwischen 1000 und 5000 technische Parameter von der Erde aus beobachtet und kontrolliert werden. Die exakte Positionierung von Satelliten ist äußerst wichtig. Wenn zum Beispiel die Ausrichtung der Antenne um nur 0,1 Grad abweicht, verschiebt sich der Empfangsbereich auf der Erde um 70 Kilometer. Die Position eines Satelliten lässt sich über seine Umlaufbahngeschwindigkeit justieren. Dies geschieht mit Hilfe von Triebwerken, die über eigene Treibstoffreserven verfügen. Mit dieser Methode können Ingenieure den Satelliten auf 1 Meter genau in seiner Position halten. Astra war der erste private Satellitenbetreiber in Europa. Nach seiner Gründung im Jahr 1985 ermöglichte es Astra, privaten Fernsehanstalten ihre Programme kosteneffizient zum TV-Zuschauer zu senden. Doch das war nicht die einzige Innovation. Astra war auch das erste Unternehmen, das digitale und hochauflösende TV-Signale Direct-to-Home anbot. Und es war ein Vorreiter bei der Nutzung von Co-Located-Satelliten. Schon bald versorgte Astra Millionen Haushalte mit Tausenden von analogen und digitalen TV- und Radiosendern über Dachschüsseln und Kabelnetzwerke in ganz Europa. Gegenwärtig übertragen Astras Co-Located-Satelliten den größten Teil der europäischen TV-Signale. In unserer Zentrale im luxemburgischen Betzdorf überwachen Teams von hochqualifizierten Ingenieuren all diese Übertragungen Tag und Nacht. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Punkt-zu-Punkt-Kommunikation für Notfalldienste, sichere Netzwerke, Internetzugänge und vieles mehr an. Heutzutage wird fast jede Form der weltweiten Kommunikationstechnik, zumindest zu einem Teil, über Satelliten abgewickelt. Mithilfe unserer Anleitung können Sie eine Satellitenanlage bei Ihnen zu Hause ganz einfach selbst installieren. Eine solche Einzelanlage ähnelt dem Aufbau einer Gesamtanlage, welche allerdings sehr komplex ist und daher von einem geschulten Installateur durchgeführt werden sollte. Einen Fachmann in Ihrer Umgebung finden Sie am besten über die Installateursuche auf unserer Website. Die Installation einer Einzelanlage hingegen können Sie mit dieser Anleitung durchaus selbst durchführen. Was benötigen Sie für die Installation? Um eine Einzelanlage installieren zu können, benötigen Sie eine Satellitenschüssel, eine entsprechende Halterung, einen Receiver sowie ein Kabel. Außerdem sollten Sie entsprechendes Werkzeug sowie Befestigungsmaterialien, Kabelschellen und Verbinder, selbstvulkanisierendes Klebeband und Dichtungsmasse im Haus haben. Worauf sollten Sie bei der Auswahl der richtigen Position achten? Von jedem Standort aus gesehen gelten für den Satelliten Ihrer Wahl unterschiedliche Daten für den Azimut, die Gradzahl des am Boden entlang verlaufenden Winkels
und die Elevation, der Winkel zwischen dem Boden und der Linie zum Satelliten. Die individuellen Werte zur Ausrichtung Ihrer Satellitenschüssel finden Sie mit Eingabe Ihrer Adresse im Satellitenfinder. Für bestmöglichen Empfang muss zwischen Ihrer Satellitenschüssel und dem Satelliten eine möglichst gerade hindernisfreie Verbindung bestehen. Achten Sie daher darauf, dass Sie vom Installationsort freie Sicht nach Süden zum Satelliten haben, die weder durch Bäume noch vorbeifahrende Fahrzeuge oder Passanten beeinträchtigt wird. Arbeiten in großer Höhe und unter Verwendung von Elektrowerkzeugen sind gefährlich. Holen Sie sich, wenn nötig, Hilfe und versuchen Sie nicht, die Anlage zu installieren, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Installation auch sicher und richtig durchführen können. Welche Möglichkeiten gibt es, die Satellitenschüssel zu befestigen? Eine Satellitenschüssel kann mittels Stativ aufgestellt oder mit einer Klemmhalterung am Fenster angebracht werden. Bevorzugt wird aber die Montage mit speziellen Halterungen an einem Dach oder einer Wand verwendet. Diese sollte weit genug von den Wandrändern entfernt und ausschließlich an einer Mauer aus Backstein, Stein oder Beton angebracht werden. Bei der Montage sollten Sie sich immer an die Herstelleranleitung halten. Beispielsweise können Sie bei der Montage einer Wandhalterung diese als Vorlage benutzen, um die Löcher für die Befestigungen zu markieren und zu bohren. Bohren Sie nur direkt in den Mauerstein und nicht in die Fugen. Verwenden Sie für Backstein und Stein Schlossschrauben und Plastikdübel und für Beton Spreizschrauben. Fixieren Sie die Schrauben in den Bohrlöchern, um die Halterung sicher an der Wand zu befestigen und den Spiegel der Satellitenschüssel in Position zu bringen. Wie richten Sie die Satellitenschüssel korrekt aus? Für die Ausrichtung auf das richtige Satellitensignal gibt es zwei Möglichkeiten. Verwenden Sie eine Set-Top-Box und einen Fernseher, sollten Sie bei der Installation zu zweit sein. Zunächst verbinden Sie das LNB anhand eines Kabels mit den beiden Geräten. Wählen Sie auf dem Bildschirm das Menü aus, in dem die Stärke und Qualität des vom gewünschten Satelliten empfangenen Signals angezeigt wird. Während einer von Ihnen die im Fernseher angezeigte Signalstärke im Auge behält, bewegt der andere die Schüssel nach rechts und links und nach jedem Schwenk minimal nach oben und unten. Bewegen Sie die Schüssel so lange, bis Sie das stärkste Signal gefunden haben. Handelt es sich bei dem gefundenen Satelliten um den von Ihnen gesuchten? Verbessert sich die Signalqualität innerhalb weniger Sekunden und die Erfassung des Satellitensignals wird von der Set-Top-Box angezeigt. Wenn Sie den falschen Satelliten geortet haben, müssen Sie die Suche wiederholen. Zur Signalsuche können Sie auch ein digitales Satellitenmessgerät verwenden. Verbinden Sie dieses über Kabel mit dem LNB, zeigt es Ihnen die Signalstärke des benötigten Satelliten an. Behalten Sie die auf dem Messgerät angezeigte Signalstärke im Auge und bewegen Sie die Schüssel horizontal und nach jedem Schwenk minimal nach oben oder unten. Bewegen Sie die Schüssel so lange, bis Sie das stärkste Signal gefunden haben. Das Messgerät klingt sich in die Übertragung ein und zeigt entweder den empfangenen Satelliten an oder bestätigt, dass der korrekte Satellit gefunden wurde. Auch hier müssen Sie die Suche wiederholen, wenn Sie den falschen Satelliten geortet haben. Was sind die letzten Schritte, bevor Ihr Fernseher einsatzbereit ist? Haben Sie die perfekte Position gefunden? Können Sie die Schrauben zur Einstellung der Elevation und des Azimuths an der Wandhalterung fixieren. Prüfen Sie anschließend durch leichte Bewegungen erneut, ob das Signal in optimaler Qualität empfangen wird.
Drehen Sie nun das LNB in seiner Halterung in der Vertikalen um ein paar Grad auf jede Seite, bis die höchste Signalqualität angezeigt wird, und ziehen Sie die Schrauben fest. Nun müssen Sie nur noch das Kabel mit dem LNB verbinden und es mit Kabelbindern an der Schüssel und an der Wand befestigen. Dichten Sie das LNB außerdem mit selbstvulkanisierendem Klebeband oder einem Steckerschutz aus Gummi wasserdicht ab. Zur Abdichtung des Lochs, durch das das Kabel in die Wand führt, verwenden Sie eine geeignete Dichtungsmasse. Sind Sie neugierig? Beratung und zusätzliche Informationen zum Thema Do-it-yourself sowie zu weiteren Themen finden Sie unter www.astra.de.